In meinem ersten Teil habe ich euch gezeigt, wie ihr den perfekten Ballwurf lernen könnt. Im heutigen Teil soll es darum gehen, wie ihr mit Mittelgriff bzw. Rückhandgriff einen Aufschlag spielen könnt. Also wie ihr es schafft, Schnitt in den Aufschlag zu bringen und wie ihr es schafft, eben auf den Vorhandgriff zu verzichten und den Ball trotzdem ins Feld spielt. Hier kommt Teil 2, die Griffhaltung. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Martin und wie gesagt, heute geht es um das Thema Griffhaltung beim Aufschlag. Und da mache ich einfach mal einen Probeaufschlag und dann sagt ihr mir, was ihr davon haltet. Also Aufschlag, Schläger, los geht's, Ballwurf und rein. Yes, ins Feld getroffen. Reicht mir doch eigentlich. Oder etwa nicht. Ja, ihr werdet es gesehen haben, natürlich reicht das für den Anfang. Aber wenn ihr natürlich später auch mal einen etwas fortgeschrittenen Aufschlag machen wollt oder spätestens, wenn ihr feststellt, dass ihr zu viele Doppelfehler macht oder eben der Gegner euch diesen Einwurf um die Ohren haut, spätestens dann werdet ihr nachdenken, das kann ja wohl nicht alles sein, ich kann ja auch mit meinem Aufschlag vielleicht etwas anderes spielen. Und damit ihr das schaffen könnt, ist es eben wichtig, von dem Vorhandgriff, mit dem es ja relativ einfach ist, den Ball nach drüben zu spielen und auch zielgerichtet ins Feld zu spielen, von diesem Vorhandgriff müsst ihr euch leider dann verabschieden, weil ihr mit dem Vorhandgriff eben nicht die Möglichkeit habt, geschnittene Bälle, also Slice-Bälle oder eben Kickaufschläge zu spielen. Das liegt ganz klar hier oben natürlich zum einen an der Position des Handgelenks, zum anderen natürlich aber auch dahingehend, dass ich letztendlich, wenn ich den Ball schneiden möchte, jetzt hier, wie ihr seht, mein Handgelenk verdrehen müsste. Also die Vorteile, warum es sich lohnt, eben auf den Kontinentalgriff zu gehen, habe ich euch eben gerade schon gezeigt. Wir können mit Slice, mit Kick aufschlagen, wir können auch einen geraden Aufschlag spielen. Wir sind viel variabler und haben auch eine höhere Treffpunkthöhe mit diesem Griff. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie finde ich diesen Griff? Dazu zeige ich euch jetzt einfach mal hier den Aufbau von einem Tennisschlägergriff. Ihr habt auf dem Tennisschlägergriff 3 Flächen. Das ist einmal hier die schmale Fläche, dann habt ihr hier eine schräge und ihr habt die große Fläche, die breite Fläche. Und jetzt solltet ihr, um diesen Griff zu finden, solltet ihr schauen, dass euer Handballen auf der Schräge des Griffes ist. Ich hoffe, ihr seht es. Jetzt liegt mein Handballen auf. Mein Handballen liegt jetzt genau auf dieser Schräge und dann habe ich entsprechend auch den Mittelgriff drin. Könnt das relativ einfach auch so machen, dass ihr einfach hier am Schläger den Schläger euch nach vorne haltet und hier am Schläger einfach mal runter geht und auch dort habt ihr jetzt, wenn ich jetzt noch mal zeige, den Handballen auf der Schrägen, also auf dem Mittelgriff und dadurch könnt ihr relativ einfach eben halt auch die richtige Griffhaltung finden. Jetzt wird sehr wahrscheinlich Folgendes passieren. Ihr seid es gewohnt, jahrelang mit dem Vorhandgriff aufzuschlagen. Und jetzt ändert ihr eure Griffhaltung und dann werde ich euch gleich zeigen, was dann sehr wahrscheinlich passieren wird. Ihr versucht genauso dran zu schlagen an den Ball wie mit dem Vorhandgriff und dann werdet ihr feststellen, ihr spielt den Ball auf dem Nebenplatz. Ja, und das liegt jetzt natürlich ganz klar daran, dass eure Schlägerfläche natürlich mit dem Mittelgriff jetzt in diese Richtung nach links zeigt. Ja? Und wenn ich jetzt versuche, ohne eine Änderung durch den Ball zu gehen, wird mein Ball natürlich einen Schnitt erhalten. Und dieser Schnitt sorgt eben dafür, die Position der Schlägerfläche sorgt dafür, dass der Ball eben nach links geht. Jetzt wollen wir einen ganz normalen geraden Aufschlag spielen und jetzt überlegen wir uns, wie schaffe ich es, den Ball jetzt trotzdem, trotz dieser geänderten Griffhaltung, rüber ins Feld gerade zu spielen. Hierfür ist die sogenannte Pronation des Handgelenks verantwortlich. Also, wenn ich jetzt nach oben gehe und jetzt nichts ändere, das heißt, ich jetzt hier ganz normal nach oben gehe, wie ich es von meinem Aufschlag mit Vorhandgriff gewohnt bin, dann seht ihr jetzt hoffentlich, ich hoffe, ihr habt die richtige Perspektive gewählt, seht ihr jetzt hoffentlich, dass der Schlägerrahmen jetzt zu euch zeigt und die Schlägerfläche nach links. Was muss ich also machen, damit ich den Ball trotz Mittelgriffs wieder gerade treffe? Ich muss mein Handgelenk nach außen drehen, eine sogenannte Pronation durchführen und jetzt sollte es für euch auch sichtbar sein, dass ich jetzt mit der Schlägerfläche, dass die jetzt auf die gegenüberliegende Seite zeigt und ich dadurch dann den Ball entsprechend auch gerade nach vorne spielen kann.
Nach dem Treffpunkt fällt der Schläger hier ein und geht über die linke Seite raus. Um das jetzt zu üben, könntet ihr beispielsweise den Mittelgriff reinnehmen und einfach mal versuchen, so den Ball zu prellen. Und das simuliert relativ gut eben das, was wir hier oben eben machen müssen. Wir müssen eine Pronation durchführen und den Ball nach außen drehen. Ihr könnt das Ganze, ich empfehle euch, das Ganze erstmal langsam durchzuführen. Das heißt jetzt gar nicht großartig auf Ballwurfhöhe, Ballwurfrichtung. Natürlich, die sollte hier sein, aber gar nicht so großartig jetzt auf die Höhe des Ballwurfs achten, sondern nur einfach mal diese Bewegung versuchen zu schlagen. Ja, versucht den Ball mal mit dieser Pronation, mit dieser Außendrehung nach drüben zu spielen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie sich das anfühlt. Und erst dann versucht ihr, den gesamten Aufschlag zusammenzusetzen und eben in der Pronation den Ball nach drüben zu spielen. Ja, wenn ich jetzt Mittelgriff habe und nach außen drehe, spiele ich den Ball nicht mehr nach links, sondern nach vorne weg. Also gezeigt habe ich euch, wie man trotz Mittelgriff einen geraden Aufschlag macht. Jetzt möchte ich euch kurz einen kleinen Tipp zeigen, wie ihr es schaffen könnt, beziehungsweise wie ihr das Prinzip verstehen könnt, mit einem Schnittaufschlag den Ball ins Aufschlagfeld zu bekommen. Das ist natürlich jetzt eine relativ naives Beispiel, wie man das Ganze machen kann. Ich merke aber in meinem Training immer wieder, dass durch diese Art, wie ich das jetzt zeige, die Schüler einen gewissen Aha-Effekt haben. Und darum geht es ja, dass ihr letztendlich versteht, was ihr machen müsst, damit ihr das Ziel erreicht. Also, wir haben ja gesagt, das habe ich ja eben schon gezeigt, wenn ich jetzt hier oben nichts ändere, werde ich sehr wahrscheinlich den Ball auf die linke Seite auf Platz 7, ja, bei uns ist der 7er, spielen. Zeig das nochmal. Okay, ich habe nichts geändert, habe Mittelgriff, die Schlägerfläche zeigt nach links, also spiele ich nach links raus. Jetzt merke ich mir mal, wenn ich jetzt so geschlagen habe, merke ich mir mal, meine Schlägerspitze zeigt jetzt eigentlich dahin, wo ich nicht spielen möchte, nämlich ins Aufschlagfeld. Der Ball ist allerdings nach links gegangen. Also logisches Denken, wenn ich nach da spiele und der Ball geht nach links, dann müsste ja, wenn ich mich jetzt drehe, der Ball ins Feld gehen, wenn ich nach da spiele, also Richtung Baum. Und das teste ich jetzt mal. Ich werfe den Ball schön hoch, über Kopf, spiele Richtung Baum und dann seht ihr, aha, der Ball geht nicht mehr auf Platz 7, sondern der geht jetzt nach vorne. Und zwar mit einem Schnitt. Und das ist genau das, was ich erreichen möchte. Ich möchte den Ball mit Schnitt ins Feld spielen. Zum Beispiel später für einen zweiten Aufschlag. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel gewesen, um das Prinzip zu verstehen. Letztendlich gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, wenn ich schaffen möchte, kontinuierlich den Ball mit einem Slice oder mit einem Kick darüber zu spielen. Für einen Kickaufschlag muss ich dann eben halt verstehen, dass ich den Ballwurf über Kopf haben muss, dass mein Treffpunkt über Kopf sein muss. Wenn ich mir beispielsweise den Ball jetzt zu weit nach vorne werfe oder zu weit nach rechts, werde ich nicht mehr die Möglichkeit haben, den Ball aufwärts zu spielen. Ist ja klar, wenn ich jetzt hier meinen Treffpunkt habe, kann ich nicht mehr nach oben rausgehen, sondern ich muss den Ball über Kopf haben, damit ich den Ball auch in diese Richtung schlagen kann. Und dann funktioniert das Prinzip eigentlich ganz gut, was ich euch gezeigt habe. Ich versuche über Kopf zu sein, also den Ball eher so ein bisschen Richtung Rücken zu werfen, hierhin. Und dann kann ich mit meinem Schläger aufwärts gehen und dann gehe ich über die linke Seite raus. Also ich spiele den Ball aufwärts nach oben und dann habe ich den Schnitt, den Kick nach oben raus. Hopp. Das war mein zweiter Teil zum Thema Griffhaltung. In meinem letzten Teil, nächste Woche, zeige ich euch, wie ihr mehr Geschwindigkeit aus eurem Aufschlag rausholen könnt. Seid dabei, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, Kritik oder Anregung, schreibt es mir in die Comments. Bis dahin, euer Martin.